Freunde, schön, dass ihr wieder da seid in der Wohnzimmerwerkstatt. Heute mit einem sehr schönen Projekt. Wir bauen heute einen fliegenden Fernseher. Ist das jetzt Clickbait? Ja und nein. Wir werden wirklich einen Fernseher zum Fliegen bringen, aber er wird ein bisschen Unterstützung bekommen. Ich zeige euch, worum es geht. Ja, ihr wisst, ich habe es nicht weit in mein Wohnzimmer, denn dort ist die Werkstatt. Jetzt sind wir in meiner Chaos-Ecke. Dieser ganze Bereich hier soll umgestaltet werden, dieses Chaos soll weg. Und dieser Fernseher nervt mich schon vom ersten Tag. Ich habe ihn damals in 5 Minuten zusammen improvisiert, weil ich was glotzen wollte. Seitdem hat sich eigentlich nichts verändert, außer dieser Korken ist noch dazugekommen, dass es schon gerade hängt. Aber ihr seht schon, das ist nicht das stabilste Setup. Aktuell ist es so, man will den Fernseher aus dem Weg haben, nimmt man den Fernseher und fährt ihn halt irgendwie hier hin. Aber das ist natürlich nichts Langfristiges. Ich habe lange über das Problem nachgedacht und es gibt natürlich nur eine Lösung. Wir bauen einen riesigen Fernsehkran, der einfach hier an diesem Balken befestigt ist, hier rüber schwenken kann und den Fernseher dann immer in die perfekte Position zum Sofa bewegt. Ich habe uns einen kleinen Plan gemacht. Wir haben 3 Schritte. Wir fangen an mit dem Lager, damit das ganze Ding auch schön smooth beweglich ist. Dann bauen wir den ganzen Kran, wo dann die TV-Halterungen dranhängen. Let's go ab in die Werkstatt! Okay, Leute. Wo ist mein Plan jetzt? Jetzt habe ich den oben liegen lassen oder was? Kein Problem. Wir fangen an mit Nummer 1, dem Lager. Das hier ist ein gutes Teil. Ich weiß noch nicht, was es wird, aber ich sehe sehr viel Potenzial. Das ist von einem alten Kamerakran, so ein Stück Fahrrad. Das ist halt ein richtig fettes Lager. Das wäre zu einfach. Wir sehen aber schon, in welche Richtung das geht. Hier, sowas. Da kommt ja ein Fernseher dran, das muss richtig massiv werden. Wiegt sich leicht, ne? Mhm. Das ist perfekt einfach nur. Matthias, es muss halt in diesem Fall 1 sein. Es muss Supermassive Stability Stuff sein. Supermassive Stability Stuff. Ich weiß nicht warum, aber wir fangen hiermit mal an. Siehst du hier unten das Orangene? Das war mal so ein Fahrradkabel. Lager kann man mal ölen, aber prinzipiell gut. Ein bisschen schlechter als vorher jetzt so. Das ist besser. An das Teil werden wir das Teil dran braten. Ich glaube, das ist die perfekte Halterung, um hinterher diese Fläche an diesen Balken zu montieren. Dann haben wir eine richtig massive Construction. Erstmal ein paar Löcher bohren. Ich hoffe, dass das beim Schweißen nicht beschädigt wird. Das wäre schlecht. Wir probieren es. Erstmal geheftet. Das sieht schon mal gut aus. Funktioniert noch sehr gut. Okay, durchschweißen. Das ist der Handbrecher. Oh, das traue ich mich nicht. Komm, wir probieren es mal mit Holz. Das ist ein Test, Leute. Einfach nur, damit ihr das nicht zu Hause nachmachen müsst. Bereit? Bereit. Moment. Ich treib's noch mit Druckluft an. Richtig billig. Mann! Cool, das ist Quality Content. Aufgrund der unglaublichen Massivität, die wir hergestellt haben, werden wir alle anderen Kugellager ignorieren und versuchen, den kompletten Kran einfach hier dran zu bauen. Ich wollte eigentlich noch ein zweites Kugellager, was hier oben ist, was quasi die Last vom Drahtseil dann... Nein, 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 viel zu kompliziert. Das brauchen wir nicht mehr. So,
Ah, das brauchen wir. Hallo Rohre. Hieran habe ich gedacht. Hi. Sieht das cool aus? Ja. Okay, los geht's. Schritt 2, der Kran. Den Ausleger bauen wir jetzt hier. Weil es sehr, sehr dünnwandiges Aluminium ist, füttern wir das erstmal ein bisschen mit Holz aus. Geil! Sieht ein bisschen klein aus. Ja. Passt doch voll rein. Cool. Ja, es ist natürlich ein 50er Rohr. 38 mm, Alter. Noch zweimal das Teil. Wie kriegen wir das jetzt raus wieder? Hoppala. Übrigens, Freunde, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich vergrößere meine Werkstatt. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die bei Patreon dazugekommen sind und das ermöglichen. Das wird, glaube ich, richtig krass. Es sieht noch sehr wild aus aktuell. Das Wichtigste habe ich schon. Und das ist natürlich eine Couch. Ich habe große Pläne hier vor. Es wird wild, es wird wild, es wird wild, es wird wild. Wie wird es eigentlich? Wild. Jetzt gucken wir mal die Positionierung an. 1,70 Meter. Oh nein, Matthias. 1,70 Meter ist nur bis zur Mitte des Fernsehers, aber der Kran muss ja länger sein. Wir verlängern das Ding. Lieblingswerkzeug, ey. Wir haben jetzt hier ein Loch, 1 mm Wandstärke nur. Deswegen nieten wir jetzt hier so eine Gewindeniete ein. Die hat ein Gewinde, da kann man dann einen Haken später reinschrauben. So. Und voilà. Wir nähern uns Punkt 3. Die Nieten, die wir gerade eingebaut haben, sind hier schon für die Stahlseilhalterung. Es wird spannend, Leute. Es wird spannend. Bisher läuft alles richtig mittelmäßig gut, aber auch nicht schlecht. Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, ob das reichen wird. Ich finde, dass dieser Abstand hier zwischen den beiden Punkten, der wäre geiler, wenn der viel fetter wäre. Hier oben nochmal eine Halterung und so. Wir probieren es jetzt einfach aus und gucken, was passiert. Und da, wo es abbricht, bessern wir einfach nach. Das ist die Strategie. Boah, ist ganz schön knapp hier. Darf ich vorstellen, der automatische Snicker-Servierer. Das ist auch so elegant einfach. Alter, das ist so eine Wippe geworden. So, wir machen mal einen kleinen Belastungstest. Oha. Oh oh. Wiegt sich leicht, ne? Ein bisschen schon. Ja, okay. Aber es bricht nicht ab. Wundert mich. Es muss nur ein bisschen stabiler werden, aber ist doch kein Problem. Schnell gemacht. Okay, wir verstärken das jetzt noch ein bisschen mit einer zweiten Konstruktion, dass wir hier oben noch einen zweiten Ankerpunkt hinterher haben, wo wir richtig Druck drauf kriegen können. Und dann ist es sowas von stabil. Keiner wird es glauben.
machen jetzt oben nochmal hier eine massive Verbindung, ziehen das nochmal im Stahlseil runter und dann haben wir hoffentlich die Stabilität, die wir brauchen. Willst du nicht auch was machen, Matthias? Wir haben hier noch ein paar Teile zu verarbeiten, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich würde sagen, wir brauchen einen epischen Übergang und dann gucken wir, wie es weitergeht. Tschüss. Freunde, wir sind fertig. Wir haben massive Teile hergestellt. Auf zur Montage. Mit diesem wunderschönen Teil werden wir anfangen. Es wird dort oben befestigt. Let's go. Oh, ich kann hier null Druck aufbauen. Oh nein, jetzt bin ich natürlich genau in der Schraube gelandet, ne, die hier oben das Ding fixiert. Ich versuche mal durch die Schraube durchzubohren, das scheint mir sinnvoll jetzt. Ich muss gar nicht auf halten. Spalten. Ah! Fragen über Fragen, wird der Fernsehkran halten oder wird die nächste Schraube den Balken spalten? Das ist ganz geil, oder? Das ist so fett, ey. Zweites Lager. So, jetzt geht's los. Kran-Action, Alter. 2 Schrauben führen zur erfolgreichen Montage, hoffentlich. Alter, ist das geil, Junge. Ich war einmal im Baumarkt tatsächlich und habe hier diese Schrauben geholt. Die hatte ich nicht da auf der Länge. Wir haben kein Teil sonst im Baumarkt geholt. Das finde ich immer so geil. Einfach die Sachen, die rumliegen, komplett zu was Neuem machen. Hier kommt jetzt noch eine Spacks rein, weil da kommt man echt nicht gut hin. Und ich habe auch keine Lust mehr sonst. So, wir haben unseren Laser und stellen jetzt schon mal das Ding ungefähr ein auf Höhe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir es zur Wand klappen. Da ist ein Strich auf dem Laser und wenn wir hier sind. Ey, extrem okay. Wahnsinn, mega geil, es passt ultra gut. Wir haben jetzt hier diesen ganzen Flex noch drin. Aber wir haben ja auch unser neues Lager, was wir oben befestigt haben. Okay. Wir haben jetzt hier gerade 1 Zentimeter Bewegung noch. Ja. Okay, und an den beiden Seilen werden wir das Ding jetzt an den Kran hängen. Let's go. Nummer 1. Na komm. Nummer 2. Geil ist das denn bitte? Hier kann man übrigens jetzt fein justieren, dass das ganze Ding auch in die Waage hängt. Und das mit so einer filigranen Konstruktion, die man fast nicht sieht. Der fliegende Fernseher. Ist der perfekt? Nein, sicherlich nicht. Ist der perfekt ausbalanciert? Auch das nicht. Wir haben bis jetzt noch kein Stopp- oder Startsystem. Wir brauchen einen Motor. Dachte ich zumindest, Freunde. Ich habe diesen Linearmotor eingebaut. Ich dachte, das wäre eine super Idee. Es war furchtbar. Es war laut, es war... Hier das finale Ergebnis mit der besseren Lösung. Ich liebe einfach diese Lösung mit der Kurbel. Man fühlt sich so ein bisschen, als ob man ein Segelschiff steuert. Man kann auch richtig sanft beschleunigen und es ist vor allem mega leise.
Die Feder sorgt dafür, dass der ganze Arm kontinuierlich auf Spannung ist und der Arm sich immer Richtung Sofa bewegen möchte. Wenn das Seil auf Spannung ist, wird der Arm an der Wand gehalten und wenn man das Seil nachgibt, fährt der Fernseher automatisch zum Sofa. Leute, ganz ehrlich, das Teil ist ein Traum. Ich benutze es so gerne einfach. Ich freue mich jetzt immer, wenn ich diesen Fernseher rauskurbeln kann. Jeder braucht eine Kurbel in der Wohnung, glaubt mir. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe meine neue Kurbel, werde jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken oder vielleicht auch nur daran drehen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank auch an die ganzen neuen Patreons. Ihr helft mir, genau solche Projekte umzusetzen. Also wenn ihr auch Bock habt, meine Projekte zu supporten, checkt meinen Patreon-Link. Haut rein, Leute. Wir machen diesmal eine coole Schwarzblende als Verabschiedung. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie das aussieht. Also, macht's gut, Leute! Oh. Ich will euch nochmal demonstrieren, wie aufwendig das war, vorher zu machen. Oh. Das ist wirklich oft passiert. Das ist hier. Das ist der Korken. Wo ist denn? Hier. Okay. So, jetzt Eier. Okay, was haben wir denn jetzt? Okay. So ist das jedes Mal.